for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein australischer gefleckter Python, Liasis maculosa. Diese Maculosas oder gefleckten Python sind eine relativ kleinbleibende Pythonart aus Australien. Oft sind sie farblich nicht ganz so intensiv. Also der hier hat wirklich, der hat auch Hunger, der hat wirklich super schöne, aufregende Zeichnung, super deutliche Zeichnung. Gefällt mir besonders gut. Aber guck mal, der will mich heute auch irgendwie fressen. Hatten wir letztens schon mal bei einem Intro, gell? Irgendeiner, der mich unbedingt fressen wollte. Also mein Intro-Tierchen heute für euch, ein australischer gefleckter Python, wert in euch heute mal zu zeigen. Die klassische Frage von Terrarien bzw. Schlangeneinsteigern ist also, ja, was soll ich denn kaufen? Lieber eine Kornatter, lieber eine Königspython? Was ist denn besser? Besser ist so eine Frage. Da wollen wir heute aber mal den ultimativen Test machen oder so ein Battle Kornatter versus Königspython. Mal gucken, wer auf mehr Punkte kommt. Am Schluss machen wir einen Strich drunter und dann haben wir es endlich statistisch, wissenschaftlich erfasst, was ist besser. Punkt 1 in unserem Battle ist die Größe. Jetzt ist die Frage, was ist besser, größer, schwerer? Hier ein Ghost Königspython, Farbvariante Ghost. Ist mein größtes Tier aktuell mit knapp 6 Kilogramm. Kornatter hatte ich nicht so die Auswahl. Ich habe extra eine große ausgesucht, aber die hat auch bloß so, ich denke mal 1,60 Meter. Gibt auch Kornatter, die 1,80 Meter werden können. Ich würde sagen, die haben dann 1,80 Meter, haben die dann vielleicht so 1,5 Kilo, wird vielleicht wegen so der Rekord am Gewicht sein. Jetzt ist die Frage, wollen wir ein schweres Tier, wollen wir ein langes Tier? In der Länge, denke ich, macht es die Kornatter, im Gewicht macht es der Königspython. Ich würde Punkt 1, Größe, würde ich mal als unentschieden werten. Dann kommen wir zum Punkt 2, dem Handling. Die Kornattern sind immer gleich ein wenig quirliger, am Anfang etwas bemüht abzuhauen. Der Königspython, der Ball Python, wie der Name schon sagt, macht allenfalls einen Ball. Also ich würde definitiv sagen, der Königspython ist gleich ein wenig ruhiger, ist gleich ein wenig gechillter. Ich glaube, gerade im Jugendalter ist die Kornatter etwas quirliger, gleich ein bisschen hektischer. Ich persönlich bin Fan der etwas gechillteren Lebensweise. Deswegen würde ich in dem Fall einen Punkt für den Ball Python vergeben. Dann kommen wir zum Terrarium. Königspython ist ein Bodenbewohner, 0,7 mal Körperlänge, brauchen wir also sagen wir 1,20 Meter, 60 Terrarium. Kornatter als Kletternatter braucht ein höheres Terrarium, ebenfalls Meter bis 1,20 Meter, 60, vielleicht Meter Höhe. In dem Fall würde ich einen Punkt an den Königspython vergeben, weil er einfach kein so ein hohes Terrarium braucht, sondern flacher, kompakter, ein bisschen einfacher, auch ein bisschen billiger. Kommen wir zur Temperatur. Den Königspython, der will es richtig warm, Tag und Nacht muss ich am Tag 30, 31 Grad, nachts 26, 27 Grad. Muss ich auf jeden Fall am besten mit so Heatpanels Tag und Nacht volle Pulle heizen. Natürlich entsprechend noch mehr oder größere Heatpanels. Die Kornatter, die braucht es am Tag warm, so knappe 30 Grad, 28 bis 30 Grad am Tag. Nachts kann ich alles ausmachen, kann es runtergehen auf Zimmertemperatur, gar kein Problem. Kann ich ebenfalls mit Heatpanels machen, kann ich aber einfach mit irgendwelchen Spotstrahlern heizen. Also der Aufwand vom Heizen und vor allem auch der Energieaufwand ist beim Königspython höher. Deswegen ein Punkt für die Kornatter. Kommen wir zum Thema Luftfeuchtigkeit. Der Königspython mag es wirklich tropisch schwül. Also in Afrika
60 bis 90% sind dort ganz normal den ganzen Tag, die ganze Nacht, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Muss ich also viel mit Moos arbeiten. Hier diese Versteckhöhlen, diese Magnetdeckelhöhlen sind ganz wichtig. Hier feuchtes Moos rein, dass er sich da drin verstecken kann. Und wenn ich es ganz automatisch machen will, am besten noch so eine Beregnungsanlage, die jeden Tag 2-3 Mal losgeht und da sprüht. Oder ich mache es von Hand mit der Pflanzenspritze. Das brauche ich auf jeden Fall beim Königspython. Die Kornatter, die muss ich auch ab und zu sprühen. Da reicht es, wenn ich so vielleicht jeden zweiten Tag mal sprühe. So eine Versteckhöhle mit Moos würde ich auf jeden Fall trotzdem reinmachen. Meiner Meinung nach Standard für jedes Tier. Aber ich muss nicht so den Aufwand betreiben oder Beregnungsanlage kann ich machen, aber dann wirklich ja, vielleicht einmal am Tag sprühen oder sowas. Also der Aufwand von der Luftfeuchtigkeit ist bei der Königspython höher, Kornatter weniger, deswegen wieder ein Punkt für die Kornatter. Dann kommen wir zur Zucht. Königspython, Kornatter, beide sehr gut zu züchten, beide eierlegend, lassen sich so mit circa 2 Jahren, Königspython vielleicht ein halbes Jahr später wie die Kornatter oder eine Saison später, aber vielleicht je nach Fütterung ungefähr gleichzeitig, lassen sich beide toll züchten, was dies betrifft. Beides perfekte Terrarientiere, die Babys, die wir haben, sind alle aus Nachzuchten. Von dem her würde ich sagen, jeweils ein Punkt für beide. Kommen wir auf das Punkt Alter. Hier nochmal 2 andere. Das hier ein Banana-Königspython. By the way, das hier sind so die normalen Größe, ne? Also die, wo ich am Anfang gezeigt habe oder vor allem bei dem Königspython mit 5 Kilo. Das muss man sich vorstellen. Das ist wie wenn ein Mensch 2,20 Meter, 2,30 Meter ist. Ne? Nicht, dass das hier den einen oder anderen abschreckt und der sich sagt, um Gottes Willen, so ein Riesentier will ich nicht. Das ist auch rekordverdächtig. Ne? Ich würde mal sagen, das hier ist die normale, das ist ein Weibchen, normale Größe für ein Königspython-Weibchen. Und das ist eigentlich hier so die klassische Größe für ein Kornatter-Weibchen. Ne? Black aneretristisch Kornatter. Aber was ich sagen will, das Alter der Tiere, beide werden sehr alt für Terrarientiere, beide um die 30 Jahre. Also ich selber habe Königspythons, die schon fast 30 Jahre alt sind. Bei den Kornattern, ich habe einen Kunde, der kommt immer noch zu mir ins Geschäft, der hat seine Schlange in meinem ersten Laden vor rund 30 Jahren gekauft. Der kommt noch und holt immer noch Futter für seine Kornatter. Der merkt man langsam auch an, dass sie alt wird, sie frisst nur noch tot, aber sie lebt, okay, der geht's gut. Von dem her beide biblisches Alter und deswegen beide ein Punkt. Kommen wir zu den Krankheiten. Ich würde sagen, bei guter Haltung, wenn das Klima stimmt im Terrarium, werden beide nie krank. Ne? Das ist nicht übertrieben, die werden wirklich nie krank. Das Klima muss stimmen, dann habt ihr immer einen gesunden Königspython, habt ihr immer eine gesunde Kornatter. Da werdet ihr nie einen Tierarzt brauchen, also sagt niemals nie, oder es kann natürlich einen Fall geben, dann müsst ihr natürlich unbedingt zum Tierarzt, aber standardmäßig passiert es nicht und deswegen beide ein Punkt. Kommen wir zum Punkt der Fütterung. Beides sind in der Regel gute Fresser, man kann lebend wie tot, also oder Frost füttern, man füttert sie als Jungtier wöchentlich. Je nachdem, ob man damit züchtet oder nicht, kann man den Abstand vergrößern, alle 2 oder alle 3 Wochen. Der Königspython macht seine Fresspausen während der Paarungszeit oder wenn im Winter, wenn er merkt, es wird gleich wenn kälter, kann es sein, dass er mal 4, 6, 8, 10 Wochen lang nichts frisst. Da lassen sich manche Leute ärgern, eigentlich unnötigerweise ärgern. Das ist einfach die Art vom Königspython, der hat da keinen Hunger. Aber da lässt sich doch der ein oder andere ärgern. Deswegen würde ich so der Kornatter da ein Pünktchen geben, weil diese Ärgerei oder wieso frisst ihr jetzt nicht, die hat man bei der Kornatter in der Regel nicht. Kommen wir zu Farben und Variabilität. Ich glaube, ein Teil des Hobbys oder was das Hobby auch so spannend macht, ist schon ein bisschen auch die Zucht oder dieses, also zumindest für mich, aber für viele, diese verschiedenen Farben, die es gibt. Ne? Also ich muss nicht, oder ich kann mit einer Schlangenart kann ich 10 verschiedene Farben haben. Das ist schon ein gewisser Reiz daran an dem Hobby, den man bestimmt nicht wegsprechen kann.
Es gibt sehr hübsche Kornattern, da gibt es auch alle möglichen Farben. Das hier ist Hypo Sunkissed Striped, hübsche Kornatterfarbe, oder es gibt Palmettos oder ja, jede Menge schöne Farben. Königspython hier in der Mitte Piebald, hier außen Highway an meinem Daumen. Ein Clown Bongo Lesser müsste das sein. Also meiner Meinung nach, der Königspython hat, was die Farben betrifft, definitiv noch die Nase vorne. Ne? Oder eben schon allein das Weiß. Bei den Kornattern habe ich fast nichts, wo ich so richtig schön Weiß drin habe. Oder da würde ich auch die richtigen Piebalds etwas vermissen. Also deswegen aus meiner Sicht, farbentechnisch hat der Königspython die Nase vorne. Deswegen ein Punkt an die Ball Pythons. And the winner is ein ganz eindeutiges Unentschieden. Ne? Wenn ihr ein Terrarientier wollt, Königspython, Kornatter, ich denke, euer Bauch oder euer Herz muss auch eine große Rolle spielen. Was sagt euch mehr zu? Ich glaube, wir haben es wirklich so einigermaßen, oder ich habe mich bemüht, es wirklich reell zu machen, wirklich die Gleiwänge für und wieder gegeneinander auszuspielen. Wie gesagt, am Schluss muss dann doch Herz oder Bauch entscheiden, was euch besser gefällt. Beide sind tolle Terrarientiere, perfekt für die Terroristik geeignet und deswegen müsst ihr euch letztendlich selber entscheiden. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.